die Gebeine kommen dann da rein wieder. Ja, die müssen wir ja irgendwie. Ja. Und dann kannst du ja nicht fortschmeißen, können wir sie nicht. Das heißt, ich bin da mit einer anderen Person quasi dann da drinne. Ja, da sind 2 schon drin. Ah, 2. Mindestens 2. Mindestens. Ja, jetzt kommt schon der nächste, deswegen kann ich mit dem, sonst machen wir es ja immer mit dem Bagger, wenn es doppeltief ist, wenn alles draußen ist, dann machen wir noch weiter runter. Ja. Dann tun wir wieder alles rein. Ne? Ja, da kommt schon der nächste. Ja, ja. So. Langt es so? Ja. Oder? Meine Cousine ist ganz tragisch an einer stinknormalen Grippe verstorben in Westfalen. Und dann bin ich hoch zu dieser Beerdigung und die war echt schlecht. Und dann bin ich heim und habe zu meinem Mann gesagt, du, wenn du mir je was Schönes schenken willst, dann schenkst du mir eine Ausbildung zum freien Trauerredner. Und dann hat er gemeint, na, der Wunsch ist schon so ein bisschen schräg, aber das schenke ich dir, das machst du mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und habe darüber dann einen der größten Bestatter in Stuttgart kennengelernt. Und dann habe ich da erst als Redner gearbeitet und später war ich neugierig, wollte ich mal bei einer Abholung dabei sein, dann bei einer Versorgung. Ja, und so bin ich reingerutscht irgendwie in dieses Thema. Heute denke ich, ich habe bestimmt einen der schönsten Berufe, die es gibt. Ich möchte keinen anderen haben. Ich weiß, meine Oma ist 1978 gestorben und dann musste ich die angucken, da war ich 12 und dann habe ich mir geschworen, nie wieder gucke ich mir Toten an, nie wieder. Und heute weiß ich, dass sie einfach schlecht versorgt war, dass sie wirklich, ich sage jetzt mal so salopp daher, in diese Kiste geschmissen wurde und kriegte eine Decke übergeworfen, aber das war nicht meine Oma, die ich da gesehen habe. Und das war ganz furchtbar, dieses Bild, ja, das sehe ich heute noch, ja. Ist das von euch, das Prospekt? Also von Ja, ihr machen das lassen? wollte ich so haben. Ich wollte immer was haben. Ich wollte, dass die Särge Geschichten erzählen. So habe ich es eigentlich gedacht. Weil ich finde es ganz furchtbar, wenn Angehörige bei einem Bestatter durch irgendeinen Keller laufen müssen und stehen da 10 Särge und dann müssen sie sagen, welchen sie jetzt nehmen. Ja. Und ich wollte es so haben, dass sie es ja, wie ein Bilderbuch, also tatsächlich durchblättern können und dann vielleicht irgendwas verbinden. Der Opa war gerne im Garten, deswegen, oder hatte Rosen gerne, oder hatte, dass man wirklich sich mal durchblättert, was einem da gefällt. Was denn eigentlich das meistgenommenste Modell und warum? Also am meisten genommen wird, oft ist es der Schwabenstolz. Da glaube ich aber, liegt es an dem Namen. Und auch das Bild, was wir dazu genommen haben, eben dieses Entwickeln. Also ich habe ihn tatsächlich schon verkauft mit, ja, der Papa war doch Ingenieur beim Bosch. Ja. Da ist ja auch ein Auto dahinter, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, stimmt. Ja, verrückt. Also es geht dann auch so um Arbeit und... Ja, genau. Ja gut, ich glaube, dann würde ich so einen schlichten Holzsarg nehmen. Ja. Da würde ich gerade den nehmen, wo du die Finger da dran hast. Ja. Genau. Den Palmsonntag. Genau, den, ist da ein Bibelspruch drauf oder was ist da? Nein, das ist eine Palme. Ah, okay. Man sieht es ja so, im Bild sieht man so schlecht, aber es ist eine Palme drauf reingefräst. Genau. Ja. Okay. Genau. Finde ich gut. So. Und was möchtest du anziehen? Ich würde mir Klamotten rauslegen. Und aber bitte komplett, wir hätten es gerne auch mit Unterwäsche und Socken. Okay. Weil komischerweise wird das oft vergessen. Ich finde es nicht immer gut, wenn es dann jetzt heißt, so jetzt ist er verstorben, jetzt kriegt er einen Anzug an. Und wenn es die alte schäbige Korthose war, dann war es halt die alte schäbige Korthose, die er gerne gehabt hat. Ja? Ja. Und die soll er dann auch haben. Ja. Genau. ja, ich denke, da wird es bei mir auch drauf hinauslaufen.
Moment, Claudia Junge-Ildes. Ja, hi Claudia, hier ist Simon. Hallo, Hallo, ich bin jetzt tot quasi. du bist jetzt tot quasi. Ja. Möchtest du jetzt, dass ich die Fragen am Telefon stelle, die ich sonst auch stelle, oder sollen wir einfach nur kommen? Ja, gerne, auch die Fragen sonst. Also, ich frage, wo ist der Verstorbene jetzt? Der ist in der Asperger Straße 4 in Ludwigsburg. Ist das eine Erdgeschosswohnung oder ist das im ersten Stock oder wo müssen wir hin? 3. Stock. 3. Stock. Und es gibt keinen Aufzug, nehme ich an? Leider nein, nein. Wie schwer ist der Verstorbene? 70 Kilo. Es ist einfach, wenn es jetzt 3. Stock, kein Aufzug, damit ich weiß, ob ich 2 Leute schicke oder ob wir 3 brauchen. Einfach vom Gewicht her, dass wir den Leichnam die Treppe runterbringen können, ohne Schäden. Ja. Und wie viel würdest Für du alle jetzt, Beteiligten. wie viel würdest du jetzt schicken? 2 Träger schicke ich jetzt. Okay. Genau. Ja, wir brauchen ungefähr eine Viertelstunde. Alles klar. Ja, bis Gut. nachher. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Hallo. So, hallo. Kommen Sie rein. Schuhe aus? Können Sie anlassen. Okay. Wo liegt der Verstorbene? Hier links? Hier, genau. Hallo Simon. Du warst ja schon zur Vorsorge bei meiner Mama. Ich hole jetzt gleich meinen Bruder und wir bringen die Trage hoch. Und dann gucken wir, dass wir dich nach unten bringen und dann auf den Friedhof. Ist er so hingefallen auf den Boden? Ich habe mich zum Sterben hier hingelegt. Okay. Alles klar. Also ich will jetzt kurz runtergehen, meinen Bruder holen, dann die Trage hochbringen und dann komme ich gleich nochmal. Okay, Alles klar, dann bis gleich. bis gleich. Wie viele Menschen habt ihr schon versorgt? Das ist eine gute Frage, aber es sind Hunderte. Ja. Also wenn ich jetzt grob schätze, müsste, keine Ahnung, 500, 600. Ich habe es nicht gezählt.
Hättet ihr mit 14 oder 15 gedacht, Nee. bestimmt so, ja. Nee, niemals. Überhaupt nicht. Also wenn ich überlege damals, ich habe mein Praktikum damals, glaube ich, bei der Zeitung gemacht als Journalist. Da wusste ich, glaube ich, nicht mal, dass es diesen Beruf gibt. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht und kam bis dahin auch nicht mit dem Tod in Kontakt durch die Familie, Gott sei Dank, dass ich wusste, was da alles auf uns zukommt. Wir haben vor einem halben Jahr ungefähr meinen Techniklehrer bestattet von der Hauptschule. Und hätte mir, als ich noch in der Schule gewesen bin, hätte mir da einer erzählt, dass ich den mal bestatten werde, den hätte ich wahrscheinlich ausgelacht und für bescheuert erklärt, aber wie das Leben so spielt. Und vor allem, also so, wenn ich jetzt mit anderen Bestatterkollegen spreche, ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, das war schon immer mein Traumberuf von klein auf. Jeder ist da irgendwie so reingerutscht in die Art, so wie wir. Das ergibt sich dann meistens irgendwie. Wieso seid ihr Bestatter geworden? Ja, die Mama hat gefragt, ob man sich das vorstellen kann. Ich habe schon, als ich in der Ausbildung war zum Gärtner, zum Friedhofsgärtner, hat man ja dann schon zu tun gehabt mit den Bestattern und da hat man sich schon überlegt, könnte ich das auch? Ist das was für mich? Dann hat sich das ja so ergeben, dass meine Mutter quasi sich selbstständig gemacht hat. Habe ich mir überlegt, irgendwann probierst du das mal aus und so kommt man dann dazu, wie die Jungfrau zum Kind, mehr oder weniger. Okay, ja, dann. So ein bisschen leichter. Was ist das? Ja. Sehr bequem. Ja? Ich muss jetzt mal drin. Könnte man eine lange Zeit drin liegen. Ja. Gezwungenermaßen. Nicht zu groß für den Sarg. Nee, Nee. das geht bei dir noch. Genau. Ja. Dann kann man jetzt eigentlich rüber. Also wenn ich eins gelernt habe, weiß ich, der Tod ist nicht grausam. Das Sterben sicherlich für den einen oder anderen, aber der Tod, der ist es ganz sicher nicht. Und der Tod, der kann tatsächlich was Friedliches bringen. Ich bin immer so beeindruckt, wenn wir unsere Verstorbenen versorgt haben. Die sind hygienisch versorgt, sie sind angezogen, sie sind eingebettet, sie liegen im Sarg. Dieser Moment der Ruhe, der dann plötzlich da ist. Ich habe immer das Gefühl, es wird noch mal kurz ein bisschen heller und es ist tatsächlich diese Ruhe. Nichts ist mehr eilig, es interessiert überhaupt nicht, was dringend war gestern, das ist gar nicht mehr da. Es ist diese Ruhe, die fasziniert mich unendlich, die es dann gibt. Das passt nicht. Nicht zu groß. Das ist jetzt ganz schön ein Stück runter. Das ist ja nicht sagen, dass es kompliziert wird. muss ich auch vom
Kissen was rausnehmen. Das kann nicht reichen. Aber jetzt bin ich bei. Ich habe auch so einen Hubbel auf dem Kopf, das hat mein Vater auch. Ja, das ist. Das spielt halt alles so zusammen. Und einmal die Größe, die Kopfform, dass das Kissen so voll ist. Wie ist das?